Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video geht es um einen Vater, der seiner Tochter ein paar Geschichten erzählt. Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, habt ihr Kinder? Wenn ja, wie alt sind die? Oder wenn ihr keine Kinder habt, wollt ihr ein paar Kinder haben? Und genau, viel Spaß beim heutigen Video. Auf geht's! Was für ein schönes Abendessen mit der Familie. Ich hoffe, dass es allen schmeckt. Was für ein schönes Abendessen mit der Familie. Ich hoffe, dass es allen schmeckt. Oma hat sich wirklich große Mühe gegeben. Lasst es euch schmecken. Oma hat sich wirklich große Mühe gegeben. Lasst es euch schmecken. Ja, es gibt auch etwas Vegetarisches für dich, Lisa. Ich habe es nicht vergessen. Es gibt auch etwas Vegetarisches für dich, Lisa. Ich habe es nicht vergessen. Super, vielen Dank. Damit habe ich nicht gerechnet. Super, vielen Dank. Damit habe ich nicht gerechnet. Lasst uns anfangen, ich habe Hunger. Lasst uns anfangen, ich habe Hunger. Vergiss nicht, dein Gemüse zu essen, Jonas. Ansonsten wird Papa sauer. Vergiss nicht, dein Gemüse zu essen, Jonas. Ansonsten wird Papa sauer. Das mache ich, Papa. Das mache ich, Papa. Ich bin müde, Mama. Darf ich schon ins Bett gehen? Ich bin müde, Mama. Darf ich schon ins Bett gehen? Bitte iss erst einmal etwas, Nina. Danach darfst du ins Bett gehen. Bitte iss erst einmal etwas, Nina. Danach darfst du ins Bett gehen. Okay, das Essen wird langsam kalt. Lasst uns anfangen. Okay, das Essen wird langsam kalt. Lasst uns anfangen. 1 Stunde später. 1 Stunde später. Hat es allen geschmeckt? Hat es allen geschmeckt? Ja, Opa, das Essen war super lecker. Vielen Dank. Ja, Opa, das Essen war super lecker. Vielen Dank. Da musst du dich bei deiner Oma bedanken. Sie hat für uns alle gekocht. Da musst du dich bei deiner Oma bedanken. Sie hat für uns alle gekocht. Dankeschön, Oma, das Essen war toll. Dankeschön, Oma. Das Essen war toll. Kinder, bitte putzt euch die Zähne und geht dann ins Bett. Kinder, bitte putzt euch die Zähne und geht dann ins Bett. Aber Papa, ich möchte noch ein bisschen Fernsehen. Aber Papa, ich möchte noch ein bisschen Fernsehen. Nein, dafür ist es zu spät. Jetzt ist Schlafenszeit. Nein, dafür ist es zu spät. Jetzt ist Schlafenszeit. Ich werde jetzt versuchen einzuschlafen. Ich werde jetzt versuchen einzuschlafen. 1 Stunde später. 1 Stunde später. Papa! Papa! Weitere Geschichten mit Übersetzungen auf Englisch findet ihr auch in unserem Buch German Easy Reader. Link in der Videobeschreibung. Was ist denn los, Nina? Geht es dir gut? Was ist denn los, Nina? Geht es dir gut?
Ja, aber ich kann nicht einschlafen. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Das hilft immer. Ja, aber ich kann nicht einschlafen. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Das hilft immer. Natürlich. Was für eine Geschichte möchtest du denn hören? Natürlich. Was für eine Geschichte möchtest du denn hören? Am besten ein Märchen. Am besten ein Märchen. Alles klar. Alles klar. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Löwe, der lebte in einem großen Wald. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Löwe, der lebte in einem großen Wald. Der Löwe war so groß und gefährlich, dass niemand sich traute, in seiner Nähe zu gehen. Der Löwe war so groß und gefährlich, dass niemand sich traute, in seine Nähe zu gehen. Eines Tages zog die kleine Maus Susi in den Wald. Eines Tages zog die kleine Maus Susi in den Wald. Sie wollte ihre neuen Nachbarn kennenlernen, auch den gefährlichen Löwen Simon. Sie wollte ihre neuen Nachbarn kennenlernen, auch den gefährlichen Löwen Simon. Jeder hat ihr davon abgeraten, Simon zu besuchen. Er ist zu gefährlich, er wird dich fressen, sagten sie. Jeder hat ihr davon abgeraten, Simon zu besuchen. Es ist zu gefährlich, er wird dich fressen, sagten sie. Aber Susi hatte keine Angst. Sie ging nach Hause, holte ein Stück Käse als Geschenk und ging zu Simons Haus. Aber Susi hatte keine Angst. Sie ging nach Hause, holte ein Stück Käse als Geschenk und ging zu Simons Haus. »Was willst du hier?« brüllte Simon. »Hallo, ich bin dein neuer Nachbar«, sagte Susi. »Verschwinde, bevor ich dich esse«, brüllte Simon zurück. »Was willst du hier?« brüllte Simon. »Hallo, ich bin dein neuer Nachbar«, sagte Susi. »Verschwinde, bevor ich dich fresse«, brüllte Simon zurück. »Warum bist du denn so aggressiv?« fragte Susi. »Ich habe große Zahnschmerzen und keiner kann mir helfen«, antwortete Simon. »Warum bist du denn so aggressiv?« fragte Susi. »Ich habe große Zahnschmerzen und keiner kann mir helfen«, antwortete Simon. Susi stieg voller Mut in Simons Mund und sah einen entzündeten Zahn. Mit aller Kraft zog sie den Zahn heraus. Susi stieg voller Mut in Simons Mund und sah einen entzündeten Zahn. Mit aller Kraft zog sie den Zahn heraus. »Vielen Dank für die Hilfe«, sagte Simon zu Susi. »Kein Problem, ich helfe dir gern«, sagte Susi zurück. »Vielen Dank für die Hilfe«, sagte Simon zu Susi. »Kein Problem, ich helfe dir gern«, sagte Susi zurück. Und von da an begann eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden, die bis ans Ende ihrer Tage hielt. Und von da an begann eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden, die bis ans Ende ihrer Tage hielt. Frage für euch: Warum ist Simon so wütend? A. Er hat Hunger. B. Er hat Zahnschmerzen. C. Ihm ist langweilig. Schreib einen Kommentar. Hallo Leute, wir sind Daniel und David, eure Deutschlehrer.
Auf unserer Patreon-Seite gibt es ab jetzt jede Woche 2 zusätzliche Videos für euch und natürlich auch weiteres Übungsmaterial. Auf Patreon könnt ihr unsere Videos ohne Werbung schauen und sowohl die Video- als auch Audiodatei für unterwegs runterladen. Den Link zur Seite findet ihr in der Videobeschreibung www.patreon.de/likegermans.